Ich wollte heute mal mit euch über meine ja, Krankheitsveränderung hier in Paraguay sprechen. Das ist halt für mich ein sehr belastendes Thema, aber man muss drauf gefasst sein. Ich habe jetzt bei Telegram vor ein paar Wochen, ein, zwei Monaten irgendwie gelesen, dass ich halt nicht die Einzige bin. Also dass viele, die hierher kommen, halt auch Probleme haben, dass sie auf einmal neue Allergien haben, dass da Krankheiten ausbrechen, dass Unverträglichkeiten, dass irgendwas anders halt ist als in Deutschland oder in Europa. Und ja, dagegen machen kann man nichts, weil hier sind halt andere Umwelteinflüsse, andere Begebenheiten, hier ist ganz anderes Klima. Aber ich wollte einfach mal ja, das Thema ansprechen, weil ja, mir ist das wichtig. Also bei uns liegt auf der Baustelle teilweise echt viel deswegen still, gerade meinerseits. Deswegen geht es auch momentan echt so langsam voran. Ich mache das Video halt nicht, um euch Angst zu machen, aber man muss halt wirklich drauf gefasst sein. Es kann halt jedem passieren. Also bei mir ist es halt, bei Martin nicht. Es werden halt sehr oft nur sehr oft, fast immer eigentlich nur die guten Seiten von Paraguay gezeigt. Klar, für die meisten ist es auch gut. Oder für fast alle. Aber ich habe halt jetzt die Problematik, dass es nicht so ist. Ja, Paraguay ist halt kein Zuckerschlecken, halt auch in Sachen Gesundheitssystem oder in Sachen Gesundheit. Hier gibt's halt auch hier gibt's andere Bäume, hier gibt's andere Lebensmittel, andere Inhaltsstoffe, Konservierungsstoffe. Ich weiß gar nicht, was die ganzen Krankheiten, Allergien, Unverträglichkeiten, was das alles auslöst, aber bei mir eigentlich fast alles. Ja, das ist nicht ohne. Aber ich will jetzt hier halt auch nicht nur von den negativen Sachen sprechen. Nee, guck mal, zum Schluss erst immer ist das Positive. Was ich halt hier schon habe, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich habe in Deutschland, seit ich 16 oder seit der Ausbildung, habe ich immer nur Rückenschmerzen gehabt. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich war beim Orthopäden, ich war also halt bei mehreren Ärzten. Ich habe andere Betten ausprobiert, eine Matratzen ausprobiert. Also ich habe Sport gemacht. Das hatte alles nichts gebracht. Und kaum sind wir hier, in der ersten Pension schon konnte ich schlafen wie ein Stein. Das ist schon mal eine positive Sache. Dann halt noch eine positive Sache. Ich habe eine anscheinend angeborene Gerinnungsstörung. Das habe ich halt leider erst vor ein paar Jahren rausgefunden. Also ich habe mich vor der Einwanderung ausgehend darüber informiert, weil ich musste in Deutschland meine Blutgerinnung, also ich musste sie bestimmen lassen. Ich habe dann aber einen Kursus gemacht und konnte mir dann halt selber im Fingerpieks, da muss man einen Kursus für machen, und mit einem bestimmten Gerät dann halt die Blutgerinnung bestimmen. Die Sachen kriege ich sogar auch hier. Also mittlerweile mache ich es nicht mehr, aber ich würde es hier kriegen. Das Blut ist hier dünner geworden. Und dadurch, dass das Blut halt dünner ist, ja, ich brauche nicht mehr so viele Medikamente. Ich habe damals Makomar genommen, bin dann auf ja, fast selbstbestimmt quasi auf ASS umgestiegen, also Aspirin. Hab's vorher natürlich auch noch mit einem Gerinnungsspezialisten abgeklärt. Der sagte, 100 Milligramm pro Tag soll ich da nehmen. Ich nehme mittlerweile 80 alle 3 bis 4 Tage und dann ist mein Blut immer noch zu dünn. Also von daher ist das schon arg positiv hier. Ja, jetzt kommen wir zum negativen Part. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht genau, woran man das dann erkennt. Also ich habe halt sehr viele entweder Unverträglichkeiten oder Allergien. Diese genaue Bestimmung, was ist, das ist, glaube ich, jetzt eher nebensächlich. Aber es ist halt für mich sehr belastend für Körper und für Psyche, weil ich blende gleich mal Fotos ein, dann seht ihr auch schon warum. Auf der Baustelle haben, glaube ich, die Arbeiter gedacht, ich wurde verprügelt von Martin. Ja, das war schon, oder war, es ist auch noch. Also es wird nicht besser, es kommen halt immer nur andere Faktoren dann dazu. Ja, es ist für mich jetzt nicht ganz so leicht. Auch ich war echt überlegen, ob ich das Video mache oder nicht. Weil mir das halt auch peinlich ist. Auch die Fotos sind mir peinlich, aber die kamen mir an. Und es fing mit der Moskitoallergie an. Klar, jetzt sagen wir, ja, das legt sich. Nee, bisher hat es sich noch nicht gelegt. Also es haben mich so unheimlich viele Moskitos gestochen. Ich vertrage 2, 3 Stiche, sagen wir mal so. Und alles darüber artet in extreme Juckanfälle aus. Das ist ja auch noch relativ harmlos, sag ich mal so.
Aber es ging dann irgendwann, gerade wo wir angekommen sind, wo wir noch in Ostparaguay waren, so schlimm, dass meine Knöchel so extrem anschwollen, dass ich in meine Schuhe nicht mehr reinkam. Ich konnte keine Schuhe mehr anziehen. Die Betreiber von der Pension haben mir dann sehr lieb geholfen, haben mir Levocetirizin gegeben. Das ist ein schneller wirkendes Cetirizin halt gegen Allergien. Anfangs ging das auch noch, aber halt dann, wo es immer mehr wurde, hat das dann halt auch nichts mehr geholfen. Und als wir dann hier im Chaco ankamen, waren halt weniger Moskitos. Aber gestochen haben sie immer noch. Und da hat die Frieda mir einen ganz, ganz tollen Tipp gegeben, wo ich nie dran gedacht hätte, dass das funktioniert. Einfach einen kalten Lappen nehmen und nassen, eiskalten Lappen, ich sage jetzt nicht mein normales Wort, eiskalten Lappen und drauflegen, oder abrubbeln, so. Ich sehe meine Beine, an Arme und das wirkt wirklich. Also zumindest bei mir. Man glaubt es nicht, aber es klappt. Ja, dann ist erstmal Ruhe gewesen. Dann, ja, Oktober ungefähr, da waren wir in Aregua und da fing das dann weiter an. Ich habe ja so Stiche überall am Körper gehabt, das vom Bild her sah, oder halt wie es in echt aussah, sah es aus wie Borreliose. Dass das nicht ist, weiß ich. Aber halt diese Formation, das war ein Stich, da war ein weißer Kreis drum und dann nochmal ein roter Kreis. Und der ist von Tag zu Tag immer größer geworden. Ich bin fast verzweifelt. Es hat gejuckt, ich wusste nicht, was es sein kann. Ist dann hat da angefangen. Wo wir hier im Chaco waren, ging es dann halt natürlich weiter. Ja, und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren, weil ich nicht wusste, was ist das jetzt? No, also gut, hier ist halt, wenn man zum Arzt geht, fährt man ins Krankenhaus. Jetzt nicht, dass alle sagen, du rennst sofort ins Krankenhaus. Nein, hier sind die Ärzte im Krankenhaus oder fast alle Ärzte. Ja, war natürlich auch Sonntag, wo das dann war. Das war halt, dann haben wir erstmal die Notaufnahme dann ausprobiert, weil anders geht's halt nicht. Ja, da meinte die Ärztin, sie wusste nicht, was es sein könnte, dann vermutete sie halt Spinnenbiss. Dann haben wir, ja gut, sind dann zurückgefahren, haben alles auf den Kopf gestellt, die ganze Schlafzimmer, wir haben jeden Schrank ausgeräumt, unter die Matratze, unter das Bett ging nicht, weil es war ein gemauertes Bett, aber unter die Matratze geguckt, alles abgesucht, nichts gefunden. Aber da bin ich fast verzweifelt, weil wir nicht wussten, was das ist. Martin meinte, ja, wenn dich irgendwas sticht oder beißt, muss es mich ja auch irgendwann zwangsläufig stechen oder beißen. Und hat es natürlich nicht gemacht. Also bis heute wissen wir auch nicht, was das war. Kann sein, dass das irgendwie ein Zusammenspiel mit irgendeinem Baum war. Hatte mir eine Freundin nämlich auch gesagt, halt hier haben viele ja, Allergien gegen die Bäume, Pollen. Ich glaube gegen die Pollen, weiß ich nicht. Dann kam noch, anfangs fing das an, ich glaube mit dem Ohr. Das wurde dann, auf dem Foto erkennt man das nicht, gefühlt 3 bis 4 Mal so dick. Also es hat auch schon echt gespannt, es tat auch richtig weh. Dann bin ich fast jeden Morgen mit so einem dicken Auge aufgewacht. Kaum war das weg, fing die Lippe an, ist meine Lippe richtig angeschwollen. Deswegen habe ich auch mein Piercing nicht mehr, den musste ich dann halt leider rausnehmen. Und da war das dann halt so die Zeit, wo die Arbeiter echt dachten, boah, oder ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt dachten, boah, die wird verprügelt. Es war halt richtig dick zugeschwollen. Und ich glaube, da bin ich auch 1, 2 Mal dann gar nicht mehr zur Baustelle gefahren, weil es mir halt so peinlich war. Einkaufen war auch schon echt heftig. Der Martin tat mir echt leid. Ja, das war nicht leicht. Also bisher, doch letztes Mal kam das auch noch einmal. Aber bisher ist halt auch immer wieder Ruhe. Also ja, irgendwann merkt man halt, wann das kommt. Man merkt, wann die Schwellungen anfangen. Man merkt das halt am Spannungsgefühl, am Ziehen. Ihr wisst, wann das kommt. Und ich mache dann halt, ich warte erstmal ab. Wenn es zu schlimm wird, packe ich meine Cortisonsalbe drauf. Aber im Normalfall möchte ich die halt nicht nehmen, weil die ist schon heftig. Dann warte ich erstmal ab. Ja, und es bleibt halt tagelang. Also ist jetzt nicht, wenn ich jetzt keine Salbe nutze. Es schwillt an, bleibt 2, 3 Tage und dann irgendwann geht das wieder weg. Ja, irgendwann sind wir halt zu unserer Apothekerin des Vertrauens, zu Marilse, gefahren. Da habe ich ihr dann einfach mal die Fotos gezeigt und sie vermutete halt eine Allergie. Weil Spinnenbiss oder Bisse, Stiche, das konnte irgendwann nicht mehr sein. Weil bei den Schwellungen dachten wir halt auch, anfangs, dass das irgendwelche Stiche sind. Ja, und dann sagt sie hier, das wird eine Allergie sein.
da wurde dann schon einiges klarer oder so. Dann habe ich schon darauf geachtet, was esse ich, was sind die Gegebenheiten. Ich habe mir alles aufgeschrieben, aber es hat alles nicht viel gebracht. Ja, seitdem habe ich auch heutzutage noch, wo das noch ein bisschen seltener ist, immer ein Notfallset, sage ich mal, mit meinen Allergietabletten und mit der Kortisonsalbe dabei, dass wenn was ist, dass ich halt schnell irgendwas nehmen kann. Weil ich war halt auch im Krankenhaus, weil ich dachte, dass mir die Luftröhre zuschwillt. So, und also Auge habe ich gedacht, okay, alles noch gut. Oh ja, und dann aber, wo es an der Lippe anfing, da habe ich echt gedacht, es geht runter und es hat sich halt auch so angefühlt. Das wird wahrscheinlich eine Panikattacke gewesen sein. Aber halt, wenn es auf die Luftröhre geht. Und das ist dann echt schon kein Spaß mehr. Wenn man halt nicht weiß, ja, wie schnell geht das, was kann passieren. Ja, dann waren wir bei Freunden eingeladen. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon vermutet, dass es eine was heißt Tomatenallergie, so eine Kreuzallergie zwischen irgendwelchen Bäumen und Tomaten gibt. Weil ich habe mich halt auch durchgegoogelt, bin nicht bis halt auf das nicht unbedingt schlau geworden daraus, weil es halt auch immer andere Faktoren waren. Und es war immer ein gewisser Zeitpunkt, da war die eine Sache schlimmer, dann war die andere Sache schlimmer. Da habe ich auf das reagiert, da auf das. Jetzt habe ich vor kurzem sogar noch auf Zitrusfrüchte reagiert, das ist jetzt auch wieder vorbei. Da waren es halt Tomaten, wo wir bei den Bekannten waren. Ja, und dann hieß es natürlich, wir bestellen Pizza. Und Pizza ist mein Leibgericht. Also bei mir geht nichts über eine richtig tolle Pizza. Ja, dann hab ich ja, komm, weißt du was? Ich hatte Tabletten, ich hatte Salbe bei, versuch's. Normalerweise mache ich sowas nicht, aber versuch's einfach. Und ab da ging alles wieder. Das war im Januar, müsste ungefähr Januar gewesen sein. Also ging dann halt so 3 Monate, hatte ich das dann. Also jetzt, wo ich halt mit der Tomatenallergie dann vermute. Und hier macht man viel mit Tomaten, sehr viel. Ja, aber gegen Ende der Zeit dann mit den Tomaten fing dann auch noch so, ich vermute, dass es Nesselsucht ist. Also so richtig viele große, dicke Pusteln, dann meistens hier halt im seitlichen Bereich, die höllisch jucken. Und es ist auch absolut unangenehm. So, wenn du hast, du hast teilweise so viele Pusteln am Körper, dass du siehst aus wie so eine Qualle. Das ist echt unangenehm. Und halt wirklich, es geht alles auf die Psyche. Also man verzweifelt ja auch irgendwann. Und man soll hier halt wohl nur rausfinden, ob man eine Allergie hat oder nicht, auf Bäume oder nicht, und das war's. Ich muss mich jetzt nochmal informieren, nochmal Kontakt mit einem Hautarzt in Asunción aufnehmen, oder das haben wir in der Rio, wo auch immer, um da mal nachzugucken, also halt Ostparaguay auf jeden Fall. Der Ort ist mir eigentlich relativ egal, Hauptsache ich finde irgendwann mal raus, wann ich welche Allergie habe. Ja, und das ist dann halt jetzt so unser nächster Schritt. Also wir gehen jetzt die Woche auch noch in Loma Plata Blut abnehmen. Da lassen wir auch noch mal was testen. Mal gucken, wie weit das dann geht. Nesselsucht kann halt viele Sachen auslösen. Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten. Es kann durch Stress ausgelöst werden. Durch Konservierungsstoffe. Also ich glaube, da sind die Möglichkeiten fast grenzenlos. Und das ist halt das Schwierige, das rauszufinden, was das jetzt genau ist. Ja, dann kam noch, gut, hier für im Chaco, eine Deo-Allergie. Ich hatte aus Deutschland relativ viele Deo-Roller mitgenommen. Ich hatte halt eins, mit dem ich gut klarkam. Das habe ich dann auch immer genommen und da habe ich dann halt, keine Ahnung, wie viel mitgenommen. Ja, da habe ich dann auch irgendwann eine Allergie drauf entwickelt, wo ich gar nicht drauf kam erst. Da habe ich halt auch, was war das? Ja, es wurde alles wund auf Dauer, es hat halt gejuckt, dann wurde es wund und ich konnte irgendwann auch gar kein Deo mehr drauf machen, weil es halt so weh tat. Ja, und dann kam ich irgendwie darauf, dass es halt eine Deo-Allergie sein könnte. Ich habe es mal 1, 2 Tage weggelassen. Also ist halt echt miese Sache im Chaco, das Deo wegzulassen. Aber ich ging halt nicht. Und dann wurde es dann so langsam besser. Dann habe ich mehrere verschiedene andere oder von anderen Herstellern ausprobiert. Da kam das dann auch immer wieder, immer ein paar Tage ausprobiert, ein paar Tage weggelassen. So, und dann hat die Gabi die hat mir so kleine Pröbchen mitgebracht von so einem Creme-Deo. Ja, komm, versuch's auch mal. Und seitdem, das habe ich vertragen. Das ist halt ein Deo, was ohne Konservierungsstoffe ist und dementsprechend sollte es eigentlich keine Allergien auslösen, genau.
sollte keine Allergien auslösen und es klappt auch. Zum Glück, also bisher habe ich keine Lösungen gefunden, aber ich versuche halt irgendwie rauszufinden, immer was es ist, wie ich es vermeiden kann. Weil viele denken jetzt wahrscheinlich, ah ja, Allergien ist halt, ne, ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde es schon schlimm. Genau, was halt auch noch dazu kommt, es sind ja nicht nur die Allergien, es sind ja Kraftlosigkeit, extreme Kraftlosigkeit. Ich habe teilweise Momente gehabt, da kam ich nicht mehr aus dem Bett. Es ging gar nichts mehr. Dann höllische Kopfschmerzen, höllische Ohrenschmerzen. Ja, ich bin sehr gereizt, gestresst. Das ist, ja, es hat halt viele Faktoren oder viele Auslöser. Mit den Kopf- und Ohrenschmerzen bin ich dann zum Zahnarzt gegangen, weil ich dachte, es könnte vielleicht irgendeine Entzündung sein. Der guckt schon rein, ohne irgendwas zu röntgen und sagt, ey, da ist nichts. Ja, was hast du so? Das war dann wieder so ein Schlag in die, ne, Leistengegend. Und der sagte dann halt, dass da nichts ist, dass da nichts entzündet ist, dass alles gut ist. War ich aber halt eigentlich, bin ich erst von ausgegangen, aber ich dachte halt, ne, Kopfschmerzen ist oft dann mit Zähne verbunden. Ja, und dann irgendwann habe ich dann halt auch mal so mit dieser Deoallergie diesen Zusammenhang gefunden, weil wo ich dann halt, das war, dann müsste ungefähr relativ, weiß ich jetzt gar nicht so zeitlich gleich gewesen sein, wo ich das Deo dann abgesetzt habe, dann hörten auch die Kopf- und Ohrenschmerzen auf. Aber halt bis man sowas erstmal rausfindet, das ist dann schon, dauert lange. Wenn ich mittlerweile weiß ich halt, wenn ich diese Schmerzen kriege, dass darauf entweder ein kurzer oder langer, das weiß ich halt nicht, aber dass darauf ein Allergieschub dann folgt. Ja, dann kam noch die Neurodermitis dazu. Ich habe in Deutschland auch Neurodermitis gehabt, aber in so einem geringen Ausmaß, dass der Ärztin das eigentlich nur durch Zufall aufgefallen ist. Ich hatte mal so an den Armen ein paar Stellen, die waren so, ja, Erbsengröße, kannst du sagen, und vielleicht 10 Cent Stück Größe, wenn überhaupt. Halt einfach nur trockene Haut. Und dann irgendwann sagte die halt eine Ärztin durch Zufall, ja, das ist Neurodermitis. Und dann irgendwann, genau, mein Ohr hat die ganze Zeit gejuckt. Ich denke halt, wären auch irgendwelche Stiche. Und dann auf einmal von jetzt auf gleich wurde das nachts so schlimm, dass das Ohr so genässt hat, dass ich am Kopfkissen oder am Bezug festgeklebt habe. Ich habe die ganze Nacht mich da durchgegoogelt, was das sein könnte. Ich wieder zur Apotheke und gesagt, was kann das sein? Ja, Neurodermitis. Dann habe ich halt einfach mal die Cortisonsalbe auch ausprobiert und innerhalb von 2 Tagen war das weg. Das hatte sich über Wochen, ja doch, also 2, 3 Wochen hatte es sich halt angebahnt. Und dann war es auf einmal, bumm, richtig schlimm. Cortisonsalbe drauf weg. Ja, also Cortisonsalbe ist wirklich die letzte Lösung. Also das macht halt, ich hatte mich da mal reingelesen, halt ist irgendwie, das macht das Immunsystem, schaltet das aus. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch kein Arzt, Helfer, Apotheker, Profi oder was weiß ich was. Ich habe mich da halt nur einmal reingelesen und denke, okay. Also ich bin halt jetzt auch kein Arztgänger. Deswegen gehe ich halt oft zur Marilse, also zu unserer Apothekerin des Vertrauens. Also egal, womit ich da hingegangen, die hat mir immer geholfen und das finde ich schon faszinierend. Und ich versuche halt Ärzte zu vermeiden. Einfach, ich mag auch und gerade hier diese Krankenhausatmosphäre nicht. Ich bin auch nicht gerne im Krankenhaus. Nee. Ja, und dann nach dem Ohr fing das andere Ohr an. Da wusste ich ja dann halt, was zu tun ist. Und dann fing es am Hinterkopf an. Jetzt momentan habe ich das auch wieder ja, hier am Hinterkopf. Ich habe es da. Hier fängt es auch wieder an. Es fängt an, aber momentan lässt es mich noch ein bisschen ruhen. Ja, ich will das Video auch schon seit ein paar Tagen machen, aber hat halt deswegen öfters nicht geklappt. Ja, und zuletzt hatte ich halt meinen schlimmsten Verlauf hier. Das war ja vor einem Monat ungefähr. Ich habe Migräne gekriegt, höllische Kopfschmerzen halt. Ich habe höllische Ohrenschmerzen. Muss halt, also das war meine Meinung nach wirklich erstmal eine Migräne. Musste halt die Folgen alles zumachen. Ich konnte auch nicht raus. Und irgendwann habe ich mich aufgerafft, weil ich hatte auch, die Tabletten haben nichts mehr gebracht, die Schmerztabletten. Dann ist Martin mit mir auch zu Marilse gefahren, hat mir Migränetabletten gegeben, die haben auch nichts gebracht. Und da sagte sie halt, sie vermutet entweder eine Konservierungsstoffallergie, also sie sieht das an den Körperstellen, an den Ausmaßen, was sein könnte. Ah, genau, stimmt. Und da hatte ich halt auch noch diese Pusten am ganzen Körper. Meist ist halt immer
unterschiedlich. Aber da hatte ich wirklich fast den kompletten Körper voll. Ich habe ihr die halt auch gezeigt, so grob. Und ja, entweder das halt oder eine Allergie auf irgendeine Quebrachoart, das ist ein Baum. Dass das halt auch mit zusammenhängen könnte. Ja, aber am schlimmsten ist halt bei dieser ganzen Thematik diese Kraftlosigkeit. Ich war so am Ende und das geht halt auf Dauer so auf die Psyche. Das ist nicht mehr schön. Es gab halt auch Tage, wo ich mich auf die Baustelle geschleppt habe. Und gerade wenn man jetzt, wie wir halt, sie auf der Baustelle sein muss, dann, ja, also wenn ich jetzt mir vorgestellt hätte, ich würde irgendwo angestellt wohnen, angestellt arbeiten, hätte ich gar nicht hingekriegt. Und ich habe halt sowas in Deutschland nie gehabt, nie in dem Ausland. Wie gesagt, halt die Neurodermitis ist ganz klein. Ja, und ich habe halt mal gehört, dass ein Körper ungefähr ein Jahr braucht, wenn man halt den Wohnort wechselt, das Land wechselt halt, um sich an die Umgebung anzupassen. Also bei mir fing es halt jetzt nach 10 Monaten an, also bis halt auf die Moskitoallergie. Aber dann im Oktober fing das halt ungefähr an. Und ich weiß halt auch noch von anderen, die das hier haben. Oder jetzt vielleicht nicht die gleichen Symptome, die Symptome weiß ich nicht. Ich weiß, dass es halt anderen Menschen auch so geht wie mir. Ja, viel mehr ist jetzt auch so gar nicht passiert. Aber das heißt viel mehr, also für mich ist das schlimm genug. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie helfen. Gebt nicht auf. Irgendwas gibt es immer. Und zur Not halt, ich weiß ja nicht, wie es auch in Ostparaguay ist. Lasst euch auf die Bäume testen, lasst euch auf Konservierungsstoffe testen, auf Inhaltsstoffe. Also die haben hier halt auch ganz andere Inhaltsstoffe, Konservierungsstoffe. Es ist halt nicht Deutschland, es ist eine ganz andere, ja, es wird halt ganz anders produziert. Wir versuchen schon auf alles zu verzichten, aber manchmal geht es. Und selbst wenn es hier nur Acido-Citrico, also Zitronensäure ist, ich weiß ja nicht, wo das mit der Zitrusallergie war. Kann ja auch sein, wenn man jetzt passierte Tomaten zum Beispiel, da ist das dann öfters drin. Wie gesagt, wir versuchen halt auf alles zu verzichten, so viel wie möglich selber zu machen. Mache ich auch meistens. Drückt euch die Daumen. Hier. Nicht so, so. Also, bis dann.